Die Caritas Socialis bietet Angebote für den Beginn und für das Ende des Lebens. Das heißt, wir spezialisieren uns auf Kindergärten, Horte und den geriatrischen Bereich. Kindergarten gibt es seit 1995. Das Haus besteht aus 3 Kindergartengruppen und 2 Kleinkindgruppen. Wir haben 105 Kindern, ein Team von 10% Männern, 90% Frauen. Pflegeberufe sind von der Geschichte her ein frauendominierter Bereich. Das war auch im Kindergarten so, also auch in den Kindergärten glaubte man, Kinder werden besser von Frauen betreut als von Männern. Das ändert sich schon langsam, ja, sicher noch nicht schnell genug, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Mein Name ist Christian Paul. Ich bin 27 Jahre alt und bin der einzige Kindergartenpädagoge hier im Kindergarten der CS. Ja, Kindergartenpädagoge ist die männliche Form von Kindergartenpädagogin. Wie kommt man auf die Idee, ein Kindergartenpädagoge zu werden? Es war gute 14 Jahre her, da kam eine Schwester auf die Welt. Da war ich 13 und dadurch, dass ich mich viel mit ihr gespielt habe und meine Mutter gemeint hat, das wär's, mach doch das, werd doch Kindergärtner. Generell als Mann musst du dich in einer gewissen Weise in einer Frauendomäne zurechtfinden und einmal da akzeptiert zu werden. Das ist, glaube ich, mal der erste Schritt. Ein Aspekt ist natürlich auch ausschlaggebend. Der Pflegebereich ist ein schlecht bezahlter Bereich und Männer streben natürlich auch in besser bezahlte Berufe. Der Christian ist dann in der CS geblieben und wir sind sehr glücklich und stolz darüber. Eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe bei den Bewerbungsgesprächen, war, dass die Männer, die in den Pflegeberuf einsteigen wollen, schon nach dem 3. oder 4. Satz, wenn ich sie gefragt habe, und was haben sie mittelfristig für Ziele, dann, naja, da möchte ich schon die Leitung einer Station übernehmen. Bei den Frauen, die haben auf die gleiche Frage geantwortet, ich steige jetzt einmal in den Beruf ein, ich schaue mir das an und wenn meine Kinder groß genug sind, dann kann ich vielleicht über Leitung nachdenken. Also das ist eine wirklich unterschiedliche Herangehensweise. In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird die Betreuung von Kindern, älteren oder behinderten Menschen als Frauenarbeit behandelt. Die Kehrseite der Medaille ist der negative Einfluss der Elternschaft auf die Beschäftigung von Frauen. Sowohl im EU-Durchschnitt (-12,4 Prozentpunkte) und in nahezu jedem einzelnen Land, während sie sich für Männer positiv auswirkt. 2007 lag die Beschäftigungsquote von Männern mit Kindern unter 12 Jahren 7,3 Prozentpunkte über der von Männern ohne Kinder. Überdies besteht ein Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsdiensten und der Auswirkung der Elternschaft auf die Beschäftigungsraten. Und obschon es signifikante Unterschiede zwischen EU-Mitgliedstaaten gibt, steigt überall der Bedarf an Betreuungsleistungen. Die Betreuung von Kindern, älteren oder behinderten Menschen ist ein Wachstumsjob. Warum sollten Männer das nicht nutzen? Also als Kollegin vom fachlichen Standpunkt aus, also total angenehm, also man kann total toll mit ihm arbeiten. Er ist im Umgang mit den Kindern total lieb, die Kinder fliegen auf ihn und wirklich, ja. Ich glaube einfach, dass man am Anfang natürlich ein bisschen schräg angeschaut wird, von Eltern wie auch von Kolleginnen, was aber, glaube ich, dann relativ schnell wieder einer guten Stimmung wechselt, weil es einfach wichtig ist, dass Männer auch in dem Bereich sind. Die Lena ist also beim Christian in der Gruppe. Männer als Kindergärtner oder als Betreuer finde ich sehr gut, weil sie einfach, glaube ich, einen anderen Aspekt reinbringen. Männer und Frauen reagieren in gewissen Situationen sicher unterschiedlich. Und das ist für Kinder auch, glaube ich, für später nicht schlecht, dass sie das auch früh genug erfahren. Ich habe nur jetzt gerade seit 3 Monaten bemerkt, dass Julian sehr gut auf den Christian reflektiert und antwortet. Und ich finde, dass das für seine Entwicklung sehr, sehr positiv ist. Ich denke, dass immer mehr Männer jetzt schon auch zu dem Beruf kommen und
wünsche mir das auch. Von den Eltern kam immer wieder der Wunsch und ja, die Eltern sind voll auch begeistert. Na, der Grund, dass wir uns deswegen auch für den Kindergarten entschieden haben, weil wir bemerkt haben, dass 3 Männer im Personalstand sind, ist der, dass wir insgesamt glauben, dass für die Entwicklung eines Kindes es wichtig ist, dass die Bezugspersonen beiderlei Geschlechts vorhanden sind. Also ich denke mir, mehr Männer wären sicher nicht schlecht. Es ist so, dass die Ausgewogenheit noch nicht ganz so ist, wie sie vielleicht optimal sein könnte. Also das Klischee, dass quasi im Kindergarten nur Frauen arbeiten, das finde ich eigentlich nicht so gut. Oder halt diese Ansicht, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass eine perfekte Kindergartengruppe aus einem Mann und einer Frau besteht. Weil dadurch wirklich total toll gearbeitet werden kann und die Bedürfnisse der Kinder auch berücksichtigt werden können. Werden Frauen als Pflegerin geboren? Nein, das ist nur ein Stereotyp. Wer sind Frauen? Wer sind Männer? Sie sind Individuen mit eigenen Charakteristika, Fähigkeiten und Erfahrungen. Es gibt Männer, die, wie viele Frauen, gute Erzieher und Pfleger sein können. Ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern in allen Berufen wird zu einer gleichberechtigteren Welt führen, in der die Überwindung von geschlechtsspezifischen Diskrepanzen, Spitzenleistungen und mehr Wohlbefinden erzeugt. Also jetzt schaut die Geschlechterverteilung so aus: 80% Frauen, 20% Männer. Wünschen würde ich mir sicher 50-50%, dann natürlich auch in den Führungspositionen. Ich glaube, es könnte in 10 Jahren soweit sein.